Eines der höchsten Ziele des Islams besteht darin, fortwährend die Seele zu reinigen und diese Reinheit zu bewahren, um letztendlich die höchste Stufe im Paradies zu erreichen. Tragen wir als Menschen tatsächlich selbst die Verantwortung dafür, wie es für uns im Jenseits weitergehen könnte? Heute biete ich dir eine Erklärung, die aus einer anderen Perspektive betrachtet wird und selbst Laien verständlich ist. Also bleib bitte dran bis zum Ende und schreibe auch gerne einen Kommentar, ob du am Ende der Sendung wirklich einen Aha-Effekt gehabt hast. Wie bereits erwähnt, habe ich das Thema Reinigung im Islam gewählt, aus aktuellem Anlass, denn bald beginnt unser heiliger Fastenmonat. Sure 2, Vers 185. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch in dem Monat zugegen ist, der soll in ihm fasten. Und wer krank ist und sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Allah will es euch leicht, er will es euch nicht schwer machen, damit ihr die Frist vollendet und Allah rühmt, dass er euch recht geleitet hat. Vielleicht werdet ihr dankbar sein. Das Fasten hat auch eine innere Dimension, bei der der Mensch sich von unnötigen Abhängigkeiten löst und sich auf das Wesentliche konzentriert. Durch das Fasten im Ramadan wird die Seele gereinigt, die Beziehung zu Gott gefestigt und die Widerstandskraft gestärkt. Es schärft das Gewissen, erhöht die Selbstbeherrschung und fördert die Nächstenliebe. Die besondere Gemeinschaft in Familie und Freundeskreis während des Fastenmonats stärkt die Verbindung untereinander. Das Fasten bietet die Möglichkeit, eine geistige und körperliche Übung durchzuführen, um Selbstbeherrschung zu üben und neue Vorsätze für die Zukunft zu fassen. Es hilft dabei, die Absage an bestimmte Dinge auch auf andere Bereiche des Lebens zu übertragen und dient somit als Weg zur inneren Einsicht und Selbstverbesserung. Die Praxis von Gebet, Ritualen und guten Taten und ständige Selbstreflexion sind alles Wege, die zur Reinheit der Seele beitragen. Zu diesen negativen Energien zählen auch Arroganz, Neid, Heuchelei, Habsucht, Groll, Missgunst und die extreme Verbundenheit und Liebe zur Welt. Warum möchte Allah, dass wir uns von den sogenannten Sünden befreien? Die meisten Menschen machen sich keine Gedanken darüber, wie es im Jenseits weitergehen könnte, und wenn, dann glauben viele, es genügt, ein gutes Herz zu haben und egal welche Laster sie haben, sie werden nach dem Tode ohnehin davon befreit sein. Doch genau da liegt der Knackpunkt. Warum das ein großer Irrtum sein könnte, das werde ich euch in den folgenden Beispielen erläutern. Sure 91, Vers 7-10. Und bei der Seele und dem, der sie geformt und ihr ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Wohl ergeht es demjenigen, der die Seele läutert, und enttäuscht ist derjenige, der sie verdirbt. Was meint wohl Allah mit diesem Vers und mit zahlreichen Suren, in denen er uns immer wieder darauf hinweist, wie wichtig die Reinigung der Seele ist? Diese negativen Energien, die ich vorhin aufgezählt habe, sind gleichzeitig Anhaftungen der Menschen an unser irdisches Dasein. Jedes Gefühl der Missgunst, des Neides und des Unfriedens entstand durch ein Ereignis, das wir hier auf der Erde erlebt haben und nicht loslassen können. Als Beispiel: Du gönnst deinem Nachbarn nicht, dass er sich einen tollen Mercedes kaufen konnte, während du es nicht konntest. Oder nehmen wir mal an,
du bist ein erfolgreicher Geschäftsmann und die ständige Anerkennung für deinen Reichtum lässt dich irgendwann glauben, dass du anderen überlegen bist, was zu einem herablassenden Verhalten gegenüber weniger erfolgreichen Menschen führen kann. Diese Arroganz ist auch entstanden durch die Umstände, die sich auf materieller Ebene der Welt ereignet haben. Auch jede Sucht ist an die Materie gekoppelt. Der Nikotinsüchtige kann von seiner Zigarette nicht lassen und der Alkoholiker greift immer wieder zur Flasche. Diese Abhängigkeiten sind also tief in unser irdisches Leben und das Materielle verknüpft. Das größte Problem dabei ist aber, dass diese Abhängigkeit, die der Mensch hat, keine körperliche Abhängigkeit ist, sondern eine seelische Abhängigkeit. Auch negative Gefühle wie Hass, Neid, Eifersucht oder Gier werden nicht durch den Körper verursacht, sondern durch den Geist, der sich an irdischen Ereignissen orientiert hat. Nicht der Körper wird durch diese negativen Energien belastet, sondern die Seele. Was passiert aber, wenn der Mensch plötzlich verstirbt? Seine Seele verlässt den Körper und er tritt ein in die Zeitlosigkeit, die sogenannte Ewigkeit. In diesem Moment gelangt er in die geistige Welt und löst sich von der materiellen Welt. Doch die Anhaftungen und die seelischen Verbindungen, die er zu irdischen Ereignissen und Erfahrungen aufgebaut hat, bleiben bestehen. Er nimmt diese negativen Energien, seinen Hass und den Unfrieden mit in die Ewigkeit. Dies kann dazu führen, dass er, selbst in der Ewigkeit, weiterhin mit diesen Lasten konfrontiert wird und sich eine Art persönliche Hölle erschafft. Der Arrogante, der sich durch seinen Reichtum Anerkennung verschafft hat und auf andere herabgesehen hat, findet sich möglicherweise metaphorisch gesehen in einem Loch wieder. Denn weder sein Besitz noch sein Geld konnte er mitnehmen in die geistige Welt und steht nun in einem unendlichen Dasein im Nichts. Denn die Anerkennung, die er erhalten hat, war nur an das Materielle gekoppelt und das war auch das Einzige, woran er sich orientiert hat und womit er seinen Geist gefüttert und erhoben hat. Doch seine Seele wurde komplett vernachlässigt und verwahrlost. In der muslimischen Welt wird dieser Zustand im Jenseits auch bezeichnet als der seelische Bankrott, was viel schlimmer ist als eine Insolvenz in diesem Leben. Das nächste Beispiel waren die Süchtigen. Nehmen wir mal an, ein Drogensüchtiger stirbt plötzlich durch einen Verkehrsunfall. Seine Seele verlässt zwar den Körper, aber das Verlangen nach dieser Droge bleibt bestehen und kommt irgendwann zurück. Die Droge aber war nur im irdischen Leben zugänglich, nicht mehr in der geistigen Welt. Auch diese Seele hat sich womöglich die Hölle selbst erschaffen, denn es befindet sich in einem unendlichen Zustand der Gier nach einer Droge, die er nie mehr bekommen kann, außer Gott befreit ihn von seinem Leid. Deshalb ist es essentiell, sich von jeglicher Sucht und Abhängigkeit noch in diesem Leben zu befreien. Im Jenseits könnte es viel schwieriger werden, es sei denn, Allah hilft dieser Seele. Voraussetzung dafür ist wiederum der Glaube und die aufrichtige Bitte um Vergebung. Doch jeder Mensch trägt schließlich selbst die Verantwortung für sein Leben und sollte als Muslim stets bestrebt sein, sich von jeglicher weltlicher Anhaftung und negativen Einflüssen, die die Seele belasten, noch in diesem Leben zu befreien. Dazu gehören selbstverständlich auch viele andere Dinge, darunter auch Schuld. Die gute Nachricht ist, dass wenn ein Mensch ein rechtschaffenes Leben geführt hat und aufrichtig Buße getan hat, die Möglichkeit besteht, dass Gott ihn von seinen Lastern befreit und ihn erhebt. Sure 39, Vers 53 bis 54.
Sprich, o meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit, denn Allah vergibt alle Sünden. Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Und kehrt euch zu eurem Herrn und ergebt euch ihm, bevor die Strafe über euch kommt und ihr dann keine Hilfe mehr findet. Das Thema der Reinheit der Seele ist ein so umfassendes Thema, welches man auf so viele andere Gebiete des Lebens übertragen kann. Allah hat die Fastenzeit festgelegt, um den Menschen eine Hilfestellung zu geben, wo man sich wirklich in Enthaltsamkeit übt und seine Seele reinigen kann. Ein Monat Fasten und aufrichtige Buße kann Wunder vollbringen. Das weiß ich aus vielen Beispielen von Menschen, die es geschafft haben, auf den Konsum von Drogen und Alkohol im Ramadan zu verzichten und danach auch nicht mehr angefangen haben. Sich der Hilfe Gottes zuzuwenden, kann wirksamer sein als jahrelange Therapie und Entzugskliniken, denn wenn die Seele verstanden hat, dass wahres Glück nicht an das Materielle gebunden ist, sondern die Befreiung davon, wird es ihm von einem Tag auf den anderen gelingen, sich von allen Abhängigkeiten und allem Negativen zu befreien. Vielleicht ist auch für dich dieser Ramadan die beste Gelegenheit, dich von all den Abhängigkeiten zu befreien und mit reinem Herzen und unbeschwertem Geist neue Wege zu gehen. Ich wünsche euch allen eine segensreiche und bereichernde Fastenzeit, in der wir wertvolle Entscheidungen treffen können, die sowohl unser irdisches Leben als auch unser spirituelles Wohl bereichern und segensreich gestalten. Ich danke euch fürs Zuhören, hinterlasst auch gerne ein Like und leitet die Folge auch weiter, wenn ihr für euch etwas Wertvolles mitnehmen konntet, und hinterlasst auch gerne einen Kommentar, ob diese Folge tatsächlich zum besseren Verständnis dieser Thematik beigetragen hat.